Warte, ich filme dich jetzt noch, solange du noch trocken bist. Hier seht ihr kurz unsere Anreiseroute nach Luxemburg. Ja, so liebe Leute, ihr glaubt es kaum, aber endlich geht's los. Nach einigen Schwierigkeiten mit unserer Wohnmobiltechnik, wo wir mehrfach unseren Händler aufgesucht haben, können wir jetzt starten und hoffen, dass das jetzt auch mal die letzten Schwierigkeiten waren. Wir freuen uns eigentlich, obwohl wir auch schon einige Schrecken in den Gliedern haben und hoffen jetzt einfach nur, dass es auch mal irgendwas so klappt, wie wir das uns vorstellen. Ja, wir wollen jetzt erstmal nach Luxemburg, um da im Müllertal, glaube ich, heißt das, zu wandern. Ralf hat da schon alles ausgetüftelt, so wie er es immer macht, bereitet alles immer akribisch vor. Und soweit das anbelangt, mit den Touren und so, das klappt immer wunderbar. Aber wie gesagt, die Technik hat uns doch etwas Probleme bereitet. Kann man eben anhalten, ich glaube hinten ist noch eine Tür los. Ja, so viel zu den Schwierigkeiten. So, ist ja nicht so, als wenn der Niederrhein nicht auch schön wäre. Es gibt hier in der Nähe schöne Städte, Talca und Holland ist auch nicht so weit, Nimwegen, da waren wir aber schon überall. Auch mit Fahrradtouren ist man hier sehr gut aufgestellt. Aber wir sind jetzt bereit für was Neues und sind mal gespannt, was uns erwartet. Das Wetter ist ja heute wirklich mal wieder wunderbar. 20 Grad. Ja, und in Spanien soll es gar nicht so doll sein, was unser Endziel sein wird. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. So, jetzt sind wir erstmal auf dem Campingplatz angekommen und erstmal einen kleinen Aperitif vorab. Ohne Alkohol. Natürlich. Ich glaube, das lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Sehr lecker. Ja, diese kleine Tour aus der Komoot-App von etwas mehr als 8 Kilometern hatten wir uns für heute vorgenommen. Also werden die Wanderschuhe geschnürt. In diesem Jahr sind wir leider noch nicht so viel gelaufen. Und dann geht's los. An der Schranke vorbei, an der Rezeption des Campingplatzes. Wie ihr sehen könnt, oben ist der Camping La Pinede in Luxemburg. Und da haben wir auch die schöne Brasserie im Hintergrund, wo wir sehr lecker gegessen haben. Ja, jetzt die kommenden Bilder sind ein bisschen verwackelt, bitte ich zu entschuldigen, das wird nach ein paar Minuten auf jeden Fall besser. Da müssen wir noch dran arbeiten. Also, dann viel Spaß mit dem Rest. Ja, wir befinden uns hier in der kleinen luxemburgischen Schweiz. Ein wirklich sehr schönes Wandergebiet, wie ihr seht, also mit tollen Felsformationen. Wirklich wunderschöne Gegend, verwunschene Ecken. Also hier tolle Wege, macht eigentlich richtig Spaß hier zu laufen.
okay, kennt man. Also hier haben wir eine Fahrradreparaturstation gefunden. Das heißt, hier sind Werkzeuge, natürlich alles schön befestigt, aber wie ihr sehen könnt, alles Mögliche dabei, alle möglichen Schlüssel und Zangen und Schraubendreher. Ja, für Fahrräder, Kinderwagen und Rollstühle. Ingo-Schlüsselsatz. Das gefällt Ihnen, ne? Sehr schön, Super. Okay. Ja, ja. Wird auch gut angenommen, Luftpumpe. muss man sagen. Ne? Ja. Ja, eine Bank an dieser Stelle, die lädt natürlich zur Rast ein. Also wir befinden uns hier im Müllertal, wo ich behaupten würde, eines der schönsten Wandergebiete in Luxemburg überhaupt. Einfach fantastisch. Auch jetzt im Frühjahr, wo noch keine Blätter an den Bäumen sind, aber das Moos auf den Felsen, das sieht einfach klasse aus. Ne, Schatzi? Unbedingt. Ich bin tief beeindruckt. Und diese schöne Ruhe, herrlich. Also die Wege sind jetzt nicht besonders schwierig, aber man sollte schon geeignetes Schuhwerk tragen, weil die Gefahr des Umknickens ist doch immer gegeben. Die Stufen sind alle uneben natürlich, klar, wie das auf Wanderwegen eben so ist. Aber sehr, sehr schön angelegt. Also hier haben wir schon wieder so eine Felsspalte, die auch sehr eng ist, wie man sieht. Versucht er jetzt mal. So, anders geht hier auch nicht. So, also hinterher. Nee, ich glaube, ich brauche doch die Stimme. Das wird hier so dunkel. Jetzt geradeaus auf Kühlscheier Felsspalten. Jo, wie man sieht, sieht man nichts. Ja, genau. Machen wir eben Licht an. So, jetzt laufen wir hier durch die Davenpits, eine berühmt-berüchtigte Felsspalte hier in der kleinen luxemburgischen Schweiz, die schon relativ eng ist. Wir schauen mal. Ich habe eine Stirnlampe dabei, um ein bisschen mehr sehen zu können. Ansonsten wird es hier drin, glaube ich, doch ziemlich dunkel. Und es wird immer schmaler. Gut, dass ich den Rucksack jetzt nicht hinten drauf habe, denn ich muss hier so ein bisschen seitlich laufen. Jetzt um die Ecke. Ups. Und nochmal um die Ecke. Uiuiuiui. Ja, den rum. Okay. Ist schon außergewöhnlich. Ich bin jetzt kein Höhlenforscher, aber das ist schon hier eine tolle. Oh, da war der Kopf im Weg. Ja. Das ist natürlich eine tolle Angelegenheit hier. Aha, da kommt das Tageslicht wieder und wir sind durch. Mein Gott, echt spektakulär. So, also hier wird der Durchgang jetzt wirklich so schmal, dass ich den Rucksack absetzen muss und seitlich durchgehen muss, sonst passt es nicht. Ganz tolle Felsformation, also wir sind hier total begeistert. So, jetzt werde ich mal Licht einschalten. Ja, da sieht man doch besser. Also,
geht es auch ordentlich runter. Uiuiui. Sind so Sandstufen. Hier, man sollte doch auf die Stufen achten. Also ohne Taschenlampe bzw. Stirnleuchte würde ich jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen, hier durchzugehen. Da geht es nicht rein, sondern rechts ab. Jo, da sind wir ja schon wieder. Aber auch hier, ups. Echt schmal. Hier wird es dann besser. Ich werde nicht mehr. Das war sehr heikel. Aber ich glaube, der Weg geht hier unten lang. Ja. Da lang. Da stehen wenigstens ein paar Schilder. Also die Wanderwege führen nicht nur durch Felsen und Felsspalten hier in Luxemburg, sondern auch durch die freie Natur, durch Wiesen und Felder. Schön in der Sonne. So kann es weitergehen. Ja, wir haben jetzt hier einige schöne Tage auf dem Campingplatz La Pinede in Luxemburg bei Konsdorf verbracht. Der Campingplatz ist so terrassenförmig angelegt. Stellplätze für Wohnmobile sind begrenzt. Es sind einige vorhanden. Länge bis 8 Meter würde ich sagen, kein Problem. Darüber hinaus würde ich vorher nachfragen. Die Entsorgungsmöglichkeiten oder Versorgungsmöglichkeiten, ja, sind auch suboptimal. Also für Mobile mit Fäkalientank gibt es hier keine Entsorgungsmöglichkeit. Für Kassette, ja, im Sanitärgebäude, also Duschen und WCs ausreichend und sauber vorhanden. Ist zwar alles etwas älter, aber wie gesagt sehr sauber. Frischwasser an mehreren Stellen, ja, da sind Zapfhähne, wo man den Schlauch anschließen kann. Entsorgung Grauwasser, ja, auf dem Platz, ja, da an dem Gully, da können Sie das Wasser ablassen. Also das eher suboptimal, aber wir sind klargekommen. Ansonsten hat es hier uns sehr gut gefallen. Die Stellplätze auch ja, einigermaßen groß, also mit geschottertem Teil fürs Fahrzeug und dann nochmal Rasenteil, wo man schön sitzen kann. Also das geht eigentlich alles. Ja, guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen. Heute verabschieden wir uns hier aus Luxemburg und fahren weiter Richtung Frankreich, Richtung Dijon. Das liegt ja auf der Strecke Richtung Spanien. Warum wir uns mit der Fahrt nach Spanien so viel Zeit lassen, das seht ihr hier an den Klimadiagrammen, die ich euch da von unserer Wetter-App mal eben reingegeben habe. Beziehungsweise nicht Diagramm, sondern diese Wetterprognosen für die nächsten Tage. Ja, hier. War sehr schön.
Wir haben sehr schöne Wanderungen gemacht. Die erste Wanderung war nach meiner Einschätzung mindestens 15 Kilometer, aber im Nachhinein Obwohl sie mit 9 Kilometer angegeben war. hat es dann doch nur 10 Kilometer gehabt, aber es ging ständig kräftig bergauf, wieder bergab, wieder bergauf. Also ich war danach sehr erschöpft, aber da hat sich jede Anstrengung gelohnt. Diese Felsen, also man ist total geflasht. Also ich kann es nur empfehlen, auch mal sich hier auf den Weg zu machen. Wir waren natürlich auch mit dem Wetter gesegnet, aber diese Felsen, man denkt, meine Güte, wie kann das nur so entstanden sein? Aber jeder Felsen ist wieder ein Wow-Effekt. Ich bin total begeistert. Am nächsten Tag die Wanderung, die ging zwar auch bergauf und bergab, aber nicht so viel wie bei der ersten. Aber dafür waren die Felsen noch spektakulärer. Wir sind da durch Felsenspalten geführt worden vom Wanderweg. Also ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das habe ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ohne Stirnlampen hätten wir da gar nicht durchgehen können. Bei den ersten 2 Felsdurchführungen war es ein bisschen dämmerig und dunkel. Das war schon in Ordnung, wenn man eine Stirnlampe hat. Aber es ging einfach nur der Weg geradeaus durch. Bei der zweiten großen Felsspalte, da war nach 10 Metern direkt klar, nee, hier muss die Stirnlampe ihre Dienste leisten, denn es ging auch um die Ecken rum und auch ziemlich schwere Stufen runter, also man konnte mit der Stirnlampe schon den Weg erkennen, aber ich habe mir jeden einzelnen Schritt ganz langsam vorgenommen, aber es war einfach, ich dachte, ich bin im Steinzeitalter angekommen. Es war toll, es war wunderbar für mich. Ja, ihr hört ja schon, Gitta ist total geflasht hier von dieser Gegend. Also das Müllertal ist auch ein riesiges Wandergebiet. Also ihr könnt hier Wanderungen auch von 37 Kilometer am Stück oder länger machen oder eben kurze Rundtouren. Das Wandergebiet ist gut ausgeschildert. Wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, wenn man diese langen Wanderungen angeht, man kann aber jederzeit an Bushaltestellen die Wanderungen unterbrechen und umsonst, der öffentliche Nahverkehr ist hier kostenfrei, wieder sich zurückfahren lassen dahin, wo man hergekommen ist. Das war für uns auch völlig neu, finde ich auch eine super Idee, weil nicht jeder schafft es, so weit zu wandern, ich im Übrigen auch nicht. Ja, also kostenfreier öffentlicher Nahverkehr in Gesamt-Luxemburg. Also man hätte jetzt von hier aus auch die 20 Kilometer eben in Luxemburg Stadt reinfahren können. Umsonst, auch für Ausländer. Das gilt also für jeden. Schon eine ganz interessante Sache. Ja. Ja, wir haben es nicht genutzt. Wir waren jetzt ja auch nur 3 Tage hier. Genau. Ja. Aber wie gesagt, jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Frankreich. Wo genau wir ankommen, wissen wir noch nicht. Müssen wir unterwegs eruieren, wie es mit der Fahrerei klappt, wann ich müde werde oder wann wir keine Lust mehr haben weiterzufahren. Genau. Dafür haben wir die speziellen Apps. Diesen Platz hier haben wir auch gefunden über die Axi-App. Ja, einfach mal ein bisschen stöbern und man findet immer ein paar schöne Plätze auf der Welt. Ja, Fazit für mich ist auch, dieser Platz hat mir auch sehr gut gefallen. Er liegt eben direkt an den Wanderwegen, ist auch so schön bepflanzt und schön, also die alten Bäume, die hier stehen, sind wirklich beeindruckend. Die Sanitäranlagen waren völlig okay. Ich habe sie gestern mal ausgiebig genutzt und dachte, ja, die sind noch nicht alt. Das war wirklich akzeptabel. Wir konnten da keine Schwierigkeiten bei irgendwelchen Nutzungen hier feststellen. Auch die Rezeptionisten sind mehrsprachig, also 3-sprachig sowieso, und sie sind super freundlich. Hier gab es dann noch diese Brasserie, auch toll. Also alles in allem, auch über den Preis der Axicard waren wir sehr zufrieden. Okay, dann also. Auf geht's! Ja, bis später. Ciao. Ciao!